Moin, moin, meine lieben Freunde. Ich bin's wie immer, euer Fabi und herzlich willkommen auf Steam Deck Checker. Ja, die Steam Machine ist ja in aller Munde und bringt natürlich SteamOS in eure Wohnzimmer. Und das Coole ist ja natürlich, ihr könnt natürlich auch von der Steam Machine auf euer Steam Deck oder natürlich auch andere PCs streamen über Steam Remote Play. Doch Steam Remote Play hat ein paar Nachteile. Es ist nämlich A nicht so performant und auch ein bisschen instabil teilweise und sieht auch nicht wirklich schön aus bei niedrigen Frameraten oder Bitraten, meine ich eher gesagt, natürlich. So, und da gibt's 'ne wesentlich bessere Lösung, und zwar die Kombination aus Sunshine und Moonlight. Sunshine ist quasi der Host, der quasi das Bild vom Steam Masch von der Steam Machine natürlich streamt auf zum Beispiel andere Geräte wie den Steam Deck, und dort wird dann Moonlight eingesetzt als sogenannte Client-Software. Der Vorteil bei beiden in Kombination ist natürlich einerseits, beides ist Open Source, also und natürlich auch kostenlos. Und der Vorteil ist, man kann Sunlight als also auch Moonlight auf unterschiedlichsten Geräten installieren. Von, ja, ich sage mal, Windows, Android und. Also, alles ist verfügbar. Ich nutze zum Beispiel auch Moonlight gerne mal auf mein Handy oder auch auf meiner Meta Quest 3. Zur Meta Quest 3, da gibt's 'ne kleine Besonderheit, da komme ich aber später noch mal zu. Und das Tolle ist halt, es ist wesentlich stabiler, und was hinsichtlich der Bitraten und so weiter und der Auflösung angeht, das Ganze wesentlich besser konfigurierbar. Also, lasst uns mal das gemeinsam einrichten, und ich wünsche euch schon mal viel Spaß bei dem Video. Ja, um Sunshine, das ist ja jetzt erstmal notwendig, auf euer Steam Machine, oder ich nutze es auch unter Bezzard auf meiner Checker Maschine, die ich mir als Alternative zum Steam Machine zur Steam Machine geholt habe. Schaut gerne mal in das Video hier oben rein. Da findet ihr alles zur Checker Maschine basierend auf Bezzard. Ja, also ihr müsst als erstes bei SteamOS, also eurer Steam Machine, einmal am besten Decky installieren. Decky, den Plugin Manager, da kann man ja sehr, sehr viele Plugins installieren, und das funktioniert nicht nur auf dem Steam Deck, das funktioniert natürlich auch auf der Steam Machine. Also, dazu müsst ihr einmal in den Desktop-Modus wechseln, und dann geht ihr auf die Download-Seite von Decky, ladet dort einmal Decky herunter über euren Browser, und bevor ihr Decky installiert, ihr braucht ein Passwort für eure Steam Machine. Hierzu öffnet ihr einmal eine Konsole. Die Konsole öffnet ihr einmal, und dort gebt ihr dann ein passwd. Könnt ihr natürlich über eine USB-Tastatur machen, als natürlich auch über die Bildschirmtastatur, die ihr über den Steam und X-Button aufruft, zum Beispiel über einen Steam-Controller. Also passwd gebt ihr dort dann einmal ein, und dann könnt ihr euer neues Passwort festlegen. Nicht wundern, wenn ihr was eintippt, es wird nichts eingeblendet. Dann das neue Passwort noch mal wiederholen, Enter und fertig. So, und jetzt könnt ihr einmal, wie gesagt, Decky vom Browser herunterladen. Da ist ganz wichtig, einmal bei der Erweiterung dieses Punkt Download entfernen, ähm, so dass dort nur noch Desktop steht. Das Ganze einmal ausschneiden, auf den Desktop am besten packen, und dann installiert ihr Decky. Dann wird natürlich einmal das Passwort angefordert. Das gebt ihr dann dementsprechend ein. Dann ist das Ganze installiert. Am besten einmal neu starten, ab in den Gaming Mode, und dort geht ihr dann einmal in Decky hinein und installiert Decky Sunshine. Wenn ihr Decky Sunshine installiert habt, dann ist schon mal alles soweit vorbereitet, um Moonlight zum Beispiel auf euren Steam Deck zu nutzen. Moonlight könnt ihr auf euren Steam Deck ganz einfach im Desktop-Modus im Discover Store herunterladen und installieren. Also total einfach. Und wenn das Ganze installiert ist, dann einmal quasi ein Rechtsklick auf Moonlight, Add to Steam, dann habt ihr es bei Steam in der Bibliothek drinne unter Steam fremde Anwendung, und dann könnt ihr zum Beispiel das Ganze über Steam Deck dann pairen, also connecten mit Sunshine. Ich habe das jetzt mal beispielsweise über mein Handy schnell gemacht. Ihr sucht im Netzwerk einmal nach eurer Steam Machine. Ihr solltet euch natürlich in dem Fall am besten im selben WLAN befinden. Wenn das mal nicht so klappt, manchmal gibt es da so ein paar Erkennungsprobleme, dann geht ihr einfach in der Steam Machine unter Einstellungen einmal auf die Internetverbindung von eurer Steam Machine und sucht euch eure lokale IP-Adresse raus. Hierzu ist übrigens zu empfehlen, ihr solltet über euren Router den Gerät der Steam Machine, die im Idealfall übrigens auch am besten mit einem LAN-Kabel und Router verbunden ist. WLAN geht natürlich auch, ist dann aber immer ein bisschen instabiler, die Verbindung. Also,
Ihr solltet über euren Router eine feste IP-Adresse vergeben, damit immer dieselbe IP-Adresse von der Steam Machine, vorhanden ist, weil gerne die meisten Router geben immer zufällig den verbundenen Rechnern eine, ja, zufällige IP-Adresse und das ist dann nervig, dann müsst ihr das nämlich immer wieder neu einrichten. Schaut da mal, Google hilft, feste IP-Adresse für mein Gerät, dann euren Routerhersteller, zum Beispiel Fritzbox, Siemens und was es da nicht alles gibt. Und dann findet ihr eigentlich raus, wie ihr das ganz einfach in der Benutzeroberfläche von euren Router festlegen könnt. So, also, wenn ihr dann einmal die IP-Adresse gefunden habt, dann könnt ihr einmal dort auf Connect drücken und also einfach antippen und dann steht dort eine PIN. Und diese PIN gebt ihr dann einmal bei Decky Sunshine ein. Einmal die PIN und dann Gerätenamen vergeben und das war's dann auch schon. Zack, fertig verbunden. Ihr könnt dann das Ganze streamen, super easy. Natürlich, wie gesagt, am besten ist immer stabiles WLAN und natürlich nicht über 10 Räume, aber das ist immer selbstverständlich. Und der Vorteil bei Moonlight ist halt, ihr könnt da sehr viel konfigurieren. Also, wenn ihr merkt, die Bitrate ist ein bisschen niedrig, das Bild hakelt, ich sage mal so, dann geht auf die Auflösung 720p, zum Beispiel 10 MB. Das läuft auch schon relativ stabil und sieht sehr, sehr gut aus. Ich kann mich Gott sei Dank in meinen 5 Gigahertz WLAN, was übrigens auch generell zu empfehlen ist, gegenüber 2,4 Gigahertz WLANs in dem Falle, kann ich mich eigentlich immer gut und gerne so bei, ja, je nach Auslastung zwischen 20 und 30 MB, bewegen und habe dann immer ein Top-Bild. Und ihr könnt das Ganze natürlich dann auch so gestalten, wenn ihr in eurer Steam Machine einmal ins BIOS hineingeht und Wake on LAN aktiviert, dann könnt ihr auch über Moonlight das Gerät dann dementsprechend wecken. Also Steam Machine könnt ihr ausgeschaltet lassen, weckt ihr über Moonlight, wartet einen kleinen Moment, bis natürlich SteamOS hochgefahren ist und dann könnt ihr direkt loslegen mit dem Stream. Und eine andere coole Geschichte ist auch, ihr könnt das Ganze theoretisch gesehen von überall aus nutzen. Hierzu empfehle ich Tailscale. Das ist so ein kleiner VPN-Dienst, der quasi jedes Gerät, auf den Tailscale installiert ist und läuft. Ihr müsst euch da zum Beispiel mit eurem Google-Account dann einloggen auf den jeweiligen Gerät und dann quasi euer virtuelles Heimnetzwerk zu machen, sage ich jetzt mal so grob gesagt. Dann habt ihr da Zugriff von überall auf der Welt. Und das ist dann schon sehr, sehr cool. Hier empfiehlt sich natürlich auch ein Internet oder eine Internetverbindung zu haben, die natürlich eine sehr hohe Uploadrate hat. Also, ich habe zum Beispiel hier Glasfaser. Ich habe eine Uploadrate, glaube ich, von 50 MB. Das läuft perfekt von überall aus, wo ich ein stabiles WLAN oder eine 5G-Internetverbindung habe. Hier noch mal 'n kleiner Tipp. Ich habe da schon mal ein Video gemacht, wie ihr zum Beispiel Tailscale auf 'n Steam Deck installiert. Das Video ist schon ein bisschen älter, aber es funktioniert genauso immer noch und natürlich auch auf der Steam Machine. Unter Bedside ist das ein bisschen anders. Wenn der, Bedarf besteht, dann mache ich dazu natürlich auch gerne noch mal 'n Video. Und hier noch mal als kleiner Tipp: Bei Tailscale, wenn dann eure Maschinen verbunden sind, haben die, sage ich noch mal, eigene IP-Adressen. Die fangen immer an mit 100 Punkt sowieso und die müsstet ihr dann bei Moonlight einmal eintragen, manuell als IP-Adresse, um euch zu verbinden. Hier empfiehlt sich natürlich auch, dass der Moonlight Client, also das Gerät, wo ihr Moonlight gestartet habt, dann auch im Tailscale-Netz ist, so wie zum Beispiel dann die Steam Machine. Dann könnt ihr das ganz normal verbinden. Normalerweise müsst ihr nicht noch mal 'ne neue PIN eingeben, weil er erkennt das, dass die beiden Clients oder, ja, Programme schon mal verbunden waren. Ansonsten, wenn ihr mehr über Tailscale wissen wollt oder manche Dinge ich ein bisschen mehr in der Tiefe erläutern soll, dann schreibt es mir doch gerne in die Kommentare, weil ich nutze jetzt sehr, sehr viel Sunlight und Moonlight, in Verbindung. Mein Rechner dann Wake Up aus der Ferne und dann geht's los mal in der Mittagspause vom Büro aus und zocke ganz bequem meine Games online in einer hohen Grafikqualität. Ich hatte ja auch noch die MetaQuest 3 erwähnt. Bei der MetaQuest 3 solltet ihr auf jeden Fall bedenken, Moonlight funktioniert dort nicht, out of the box, wenn ihr die normale Moonlight APK sideloadet. Ähm, auf eure MetaQuest auch hierzu habe ich ein Video, wie ihr Quests dort Apps sideloaden könnt. Und dort gibt es für die MetaQuest 3 eine spezielle Moonlight APK. Da ist nämlich ein bisschen was für MetaQuest 3 und der Benutzeroberfläche gefixt. Link findet ihr natürlich in der Videobeschreibung, wie alle anderen Links hier zu dem Thema auch. Also,
mal wieder quick und dirty Tutorial. Wenn was nicht genau erklärt war oder so oder noch Nachfragen sind, schreibt's gerne hier rein oder kommt in den Discord, da wird geholfen. Ansonsten bedanke ich mich mal wieder fürs Einschalten und niemals vergessen, once you get a deck, you never go back. Ich melde mich ab unter Deck. Bis dann. Ciao, ciao.